Wenn du mich in echt triffst, bin ich voll bereit, dir, oder auch in einem Interview bin ich voll bereit, dem das wirklich zuzugeben, wie ich wirklich bin. So. Weil ich gebe nichts vor. Du lässt dich nur irritieren durch diese Videos. Aber da gebe ich nichts vor, sondern ich spiele nur mit dir und mit deinen Gedanken und mit deinen Fantasien, wie ich sein könnte. Viele würden mich gar nicht als Künstler sehen, weil ich mit modernen Medien arbeite. Ich arbeite mit Sachen wie Internet, oder ich arbeite mit Sachen wie Musikvideos, ich arbeite mit Meerkat, mit Livestreams oder mit Facebook, Instagram. Das sind so meine Pinsel. Wenn ich jetzt so zurückblicke, war ich als Kind noch sehr offen, finde ich so. Ich weiß noch, als Kind habe ich selber mit meiner Mom zusammen irgendwie Ketten bastelt, ich habe mir die Nägel lackiert, ich habe mir noch T-Shirts angezogen und dann habe ich nicht gefragt, ob jetzt da Blumen oben sind. Und dann, sobald die Schule angefangen hat, startet so die Einschränkung. Wirklich, wenn du da so bist, wie ich jetzt bin, dann wirst du verschlagen oder fertig gemacht. Das halte ich kaum aus. Deswegen habe ich mich sehr angepasst in der Schulzeit und war selber eigentlich recht normal und das hat mich recht eingeschränkt, die Schulzeit. Dann bin ich nach Amerika, ich war dann mit 17 auf Austausch ein Jahr lang und das hat dann recht viel geändert, weil dort war die Einstellung irgendwie so, du kannst machen, was du willst. Und ich habe plötzlich sein können, wer ich wollte, weil wenn du da die änderst, dann sind alle so, wow, Kasimir hat wieder mal so eine Phase, oder wenn ist denn das vorbei, so. Der ist jetzt gerade voll in der Persönlichkeitskrise, so. Das sind so die Standardsprüche von da, weil alle so unsicher sind. Und dort war es so, wow, cool, du ziehst die bunt an, du lebst viel bewusster, du machst Sport, das finde ich super. Bei uns ist das so eher so, was kompensierst du mit deinen Oberarmen, oder? Ist das, weil du so klein bist? Vorarlberg, auf der einen Seite sehr beschränkt, auf der anderen Seite Möglichkeiten ohne Ende. Das ist nicht der Staat und nicht das Geld und nicht die Zeit, sondern die sind selber, schränken sie sich ein extrem, weil sie stecken ihre Ziele nicht hoch, sie stecken ihren Job nicht hoch, das, was sie erreichen wollen, und sie sind eingeschränkt bei sich selber, weil sie sich nichts zutrauen, weil das Selbstbewusstsein von allen so mega arg gearbeitet wird. So. Du darfst nicht Selbstbewusstsein, du darfst nicht sagen, ich bin gut in dem, zum Beispiel ich darf nicht sagen, ich bin fit oder ich schaue gut aus. Alle würden so gerne ein bisschen Candy Can sein, aber das ist dann doch so, na, was sagen dann meine Freunde, was sagt dann meine Familie so, die Angst funktioniert sehr gut, die die Gesellschaft auf uns ausübt. Deswegen ziehe ich auch meistens kein T-Shirt an und reagiere oder bewege mich recht arrogant für viele und selbstverliebt, weil ich dir ein bisschen helfen will, dass du auch ein bisschen mehr zu dir stehst und ein bisschen selbstbewusster bist. So. Als Künstler funktionierst du nicht irgendwie alleine. Es ist nicht so, ich tue zwar immer so, mir ist die Meinung der anderen egal und alles ist egal oder ich gebe so keinen Fuck auf nichts. Aber auf der anderen Seite arbeite ich natürlich durch die Gesellschaft und nur weil ich jetzt gerade in so einem Umfeld bin, wo sehr viel Intoleranz herrscht, fühle ich mich fast verpflichtet als Künstler, das aufzugreifen. Naja, meiner Meinung nach werde ich nicht anerkannt so von der Stadt, oder viel zu wenig. Und ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich glaube, wenn ich mal in New York wohne und Erfolg habe, werden die sicher stolz auf mich sein. Aber erst dann natürlich, nicht jetzt am Anfang. Dann möchte ich natürlich Leute, die sich auch mit Film, Musik und Kunst sich beschäftigen, das dann anerkennen. Weil jemand, der sich nicht damit beschäftigt, natürlich ist das wie so ein Schlag auf den Kopf. Aber jemand, der sich beschäftigt mit so Themen, mit denen ich mich beschäftige, mit Kunst und Mode, für so jemanden möchte ich anerkannt werden. Aber ich möchte produktiv sein. So. Ich sehe mich nicht nach Urlaub oder einem großen Auto oder Familie, sondern ich sehe mich eigentlich nach Erfolg und Produktivität. So. Ja. Wie finanzierst du den Lebensunterhalt? Naja, ich bin im Moment auf Heimaturlaub, deswegen zahle ich keine Miete, was ein Riesenvorteil ist.
Und ich habe jetzt zum Beispiel, es ist so eine Mischung. Also ich habe auf der einen Seite YouTube, das ein bisschen was abgibt, oder? Ich habe iTunes, wo ein bisschen mein Album kaufen. Ich habe mein Merchandise, wo ein paar T-Shirts verkauft werden. Und ich habe Auftritte, wo ich auch ein bisschen verdiene, oder? Reichst zum Leben? Wenn du selbstständig leben müsstest? Naja, im Moment reicht es noch nicht für die Miete, aber für alles andere reicht es auf jeden Fall. Ich glaube, dass es nicht unbedingt sein muss, dass sie deine Familie unterstützt, weil das sicher nicht oft der Fall ist. Aber das beschleunigt natürlich alles. Kleine Stadt hebt die zurück. Und auch eine Familie, die nicht tolerant ist, hebt die zurück. Aber trotzdem kannst du, wenn du so geboren bist und du bist einfach anders, dann ziehst du es durch. Das macht mich so mutig, so zum Sehen. Aber ich kann nicht anders so. Und ich war selber bin nicht so übermutig, aber mir ist bewusst, dass ich unglücklich bin, wenn ich es nicht mache und dass ich es nur machen muss. Und jetzt bin ich voll erfüllt. Ja. Ich bin noch nicht auf so 100% wie ich es haben will, aber ich bin schon so knapp dran, dass ich super glücklich bin. So, ja. I was walking down the street and I saw Candy Cane and I was like, ew, what is it thinking? Like, how can you dress like that? Oh my gosh, how can you look like that? It's so ugly. Oh my god, ew.